Wie ihr alle wisst, sind die Alpen das mit Abstand größte Gebirge Europas. Von den Karpaten im Osten bis zum Ligurischen Meer im Westen erstrecken sie sich über eine Länge von 1200 Kilometern quer über den Kontinent. Und dazwischen warten zahllose Straßen, Kurven und Orte, die mit dem Motorrad erkundet werden wollen. Allerdings sind die Alpen einfach zu umfangreich, um sie in einer einzigen zusammenhängenden Reise zu erkunden. Deshalb unterteile ich sie in mehrere Abschnitte, um nach und nach jeden Teil dieser majestätischen Bergkette intensiv erleben zu können. Den Anfang meiner mehrteiligen Reise durch die Alpen machen in diesem Film die Berge Tirols und des Salzburger Landes. Und damit taste ich mich nach und nach an die höheren Gipfel heran, wenn es die nächsten Male in die Dolomiten, die Schweizer und schließlich hoch in die französischen Alpen geht. Aber lasst uns klein anfangen und eine gemütliche Jahresabschlusstour fahren. Herzlich willkommen zum Warm-up des Intensivkurses mit dem Motorrad durch die Alpen. Was haben der Bodensee, der Rorach-Anstieg, der Große Alpsee und der Oberjochpass gemeinsam? Richtig, sie alle liegen an der Deutschen Alpenstraße. Um die soll es in diesem Film aber gar nicht gehen, denn die haben Kathi und ich bereits 2021 besucht und für ein Remake dieser Reise ist es noch ein bisschen früh. Nein, die Alpenstraße ist der perfekte Anfahrtsweg für mein eigentliches Ziel, die österreichischen Alpen in Tirol und dem Salzburger Land. Und deswegen verlasse ich die Alpenstraße hinter dem Oberjochpass und biege in Richtung Österreich ab. Bevor die Motorradsaison zu Ende geht, nutze ich meinen Resturlaub noch für eine kurze, recht spontane Motorradtour in die österreichischen Alpen. Ein kurzer Ausflug in die Berge, um Freiheit zu spüren und den Kopf frei zu bekommen, genau das, was ich jetzt brauche. Denn 2024 war ein turbulentes Jahr voller überraschender Wendungen. Geplante Touren mussten ausfallen, Projekte blieben unerledigt und irgendwie lief alles anders als gedacht. Das Leben ist das, was passiert, während man Pläne hat. Solche Abschnitte hat wohl jeder mal in seinem Leben. Und natürlich ist auch diese Reise ganz anders verlaufen, als sie ursprünglich gedacht war. Während die Deutsche Alpenstraße auch im September noch stark befahren ist, habe ich die Straßen Tirols größtenteils erstmal für mich allein. Wenn auf einmal trotzdem Dutzende Motorradfahrer aus dem Nichts auftauchen und es mit der Ruhe schlagartig vorbei ist, dann hat man mit großer Sicherheit eine Passstraße erreicht. So zum Beispiel hier im Lechtal, wo ich in Ruhe vor mich hinrolle, ehe ich am Hantenjoch plötzlich wieder unter Gleichgesinnten bin. Das 1894 Meter hohe Hantenjoch nehme ich als Warm-up auf den Weg zu den höheren Kalibern, denn wer hätte es gedacht, ich bin in Sachen Kurvenfahren etwas eingerostet. So kurvig der Aufstieg war, so geradlinig ist der Weg nach unten. Einfach nur entspannt rollen lassen, aber bemerkenswert, all das, was hier an Geröll liegt, auch rechts und links die Berge hoch, das sind alles abgegangene Muren.
Oben auf der Passhöhe stand ein Schild: Achtung, bei schlechtem Wetter extreme Murengefahr. Das heißt, Schlammlawinen mit Steinen, Felsen und jede Menge Dreck wälzen sich dann vom Berg ins Tal runter. Ich bin mal gespannt, wie viele der geplanten Straßen ich überhaupt fahren kann. Denn zum Beispiel die Silvretta-Hochalpenstraße, da ist nicht nur eine Mure runtergegangen, da sind 2, wenn nicht sogar 3 Muren runtergegangen. Die ist für den Rest der Saison komplett gesperrt. Und wenn ich mir den Wetterbericht der kommenden Tage ansehe, ich weiß nicht, ob es die letzte Mure für diese Saison gewesen sein wird. Also ich rechne fest damit, dass noch mehr Straßen ausfallen werden und nicht nur die Silvretta-Hochalpenstraße. Aber stecken wir nicht drin. Ich hoffe natürlich trotzdem auf gutes Wetter. Hoffen wir das Beste. Könnten die vielen Murenabgänge möglicherweise ein Omen für das Ende dieser Reise sein? Wer weiß. Hinter Innsbruck und dem Zillertal mache ich mich jedenfalls über die Gerlosstraße in Richtung Großvenediger auf. Denn an dessen Fuß wurde mir ein Gasthof empfohlen, in dem ich mich für diese Reise einquartieren werde. Damit erlebe ich eine Premiere, denn normalerweise zelte ich auf Reisen jeden Tag an einem anderen Ort, getreu dem Motto: heute hier, morgen dort. Zum ersten Mal bleibe ich diesmal auf Tour dauerhaft in einer festen Unterkunft und unternehme von dort aus sternförmige Tagestouren. Mein Lager für diese Reise schlage ich in der Friedburg auf. Wunderbar auf einem Bergvorsprung gelegen, hat man hier vom Zimmer aus einen herrlichen Blick ins Tal, während rechts die Ausläufer des Großvenedigers beginnen. Gastgeber auf der Friedburg sind Margret und Norbert, die man vor allem abends in der Küche und an der Theke des Gasthofs antreffen kann. Norbert hilft aber auch gerne mit Tipps und Tricks für Reiseziele der Region aus, da er selbst Motorradfahrer und in der Region natürlich bestens vernetzt ist. Einen Link zur Website der Friedburg findet ihr unten in der Beschreibung. Den Tipp zur Friedburg habe ich übrigens von meinem Freund Martin erhalten, über den ihr sicherlich schon mal auf Instagram gestolpert seid. Denn wenn dort jemand gut vernetzt ist, dann er. Von ihm sind auch die Routen inspiriert, die ich hier die nächsten Tage fahren werde, denn er ist hier regelmäßig unterwegs und kennt die Gegend daher wie seine Kombitaschen. Schaut gerne mal bei ihm vorbei und lasst ihm meine Grüße da. An den Balkan möchte ich natürlich auch irgendwann noch, fürs Erste geht es aber durch den Norden Österreichs. Mein Basislager an der Friedburg liegt etwa in der Mitte zwischen Innsbruck und Zell am See. Von hier aus treibt es mich zuerst in Richtung Kitzbühler Horn, um noch ein bisschen was an meiner Kurvenlage zu arbeiten. Wenn das sitzt, geht es am nächsten Tag für einen kleinen Abstecher in die Berge des Berchtesgadener Landes, denn mit der Rossfeld-Panoramastraße habe ich seit der Tour mit Kati 2021 noch eine Rechnung offen. Höhepunkt der Reise wird schließlich die Großglockner Hochalpenstraße, die mir schon oft angepriesen wurde und die ich jetzt endlich auch selbst fahren werde. Damit sind die paar Tage, die ich mir für diese Reise Zeit genommen habe, auch schon ausgefüllt, denn nicht nur mein Urlaub ist begrenzt, es braut sich außerdem etwas am Horizont zusammen. Aber dazu später mehr. Ich bin ganz froh darüber, diese Tour im September zu fahren. Nachts wird es zwar schon ziemlich kühl und das Wetter ist deutlich unbeständiger geworden. Das macht aber nichts, dafür habe ich angenehme 18 Grad. Und gegen bewölkten Himmel habe ich grundsätzlich nichts, nur Regen ist halt blöd. Ich weiß, dass ich hier im Sommer bei 30 Grad und mehr einfach nur kaputt gegangen wäre und da keinen Spaß in der Tour gehabt hätte. Deswegen ist es vollkommen okay, Abstriche beim Wetter zu machen und dafür angenehm fahren zu können. Und den Gedanken habe anscheinend nicht nur ich, denn hier ist alles voller Deutscher. Gefühlt ganz Deutschland macht gerade Urlaub in Österreich. Mehr hätte ich in den paar Tagen auch nicht schaffen können, denn genau wie in Skandinavien kann man hier am Tag nur maximal 300 Kilometer schaffen, wenn man unterwegs auch noch genug Zeit zum Filmen haben möchte. Das ist dann eben der Nachteil der ganzen Berge. Die Wege um die Berge rum sind jetzt nicht wirklich viele, das heißt, wir müssen uns durch die paar wenigen Täler quälen, die es denn gibt. Und in dem Fall halt auch leider mitten durch die Innenstadt, einer der größeren Städte der Region. Entsprechend viel ist hier los. Naja.
Ein Motorrad, 15 Euro. Na gut, da es mir empfohlen wurde, werde ich das mal machen. Was haben wir denn? Ah, das ist schlecht, Leute. Wie soll ich das denn vom Motorrad aus einwerfen? Ah. So. Ach guck, geht doch nur eine Schranke auf. Im Winter bevölkern unzählige Skifahrer das Horn, die sich auf den Pisten entlang der Berghänge tummeln. Kitzbühel ist sicher jedem als bedeutender Wintersportort ein Begriff. Jetzt, Anfang September, ist hier oben aber so gut wie nichts los. Das Alpenhaus auf 1600 Metern habe ich fast für mich allein. Für Fahrzeuge ist hier oben erstmal Ende. Zu Fuß steht mir jetzt ein Wanderweg weiter nach oben offen, um so die letzten 400 Höhenmeter hoch an den Gipfel zu wackeln. Aber da die Wolkengrenze auf fast genau 2000 Metern liegt, sehe ich da wenig Sinn drin. Außerdem trage ich schwere Enduro-Stiefel, von daher hätte ich dafür sowieso von vornherein die Seilbahn bis ganz nach oben genommen. Nach einer langen Pause auf der Sonnenterrasse des Alpenhauses geht es wieder zurück nach Kitzbühel. Und auf dem Weg nach unten kann ich endlich auch mal die Aussicht genießen, denn während der Auffahrt habe ich von der sogenannten Panoramastraße noch nicht wirklich viel Panorama mitnehmen können. Mit Blick bergab breiten sich jetzt aber die Kitzbüheler Alpen vor mir aus, wodurch die 7,5 Kilometer lange Straße mit ihren maximal 22,4% Gefälle deutlich mehr Spaß macht. Junge, wer hier mit dem Fahrrad hochfährt, der ist ein echter Held. Vor euch ziehe ich meinen Hut, Freunde. Ich wäre auf halber Strecke schon reanimationspflichtig. Tja, ob der Spaß jetzt 15 Euro wert war, das muss jeder für sich selbst entscheiden. War mal nett hier gewesen zu sein und das ist ja auch irgendwo das Prinzip von Urlaub. Man gönnt sich mal was. Dinge, die man sonst nicht tut. Von daher für mich war es das wert. Auf jeden Fall bombastische Aussicht da oben. 15 Euro ist ein bisschen happig, zumal die 5 Euro Einkaufsgutschein fürs Restaurant oben, ja, die bringen einem natürlich bei den Preisen auch nicht sehr viel. Aber gut, die Leute müssen auch von was leben. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es im Tal aussieht, ob da immer noch so viel Verkehr ist, weil ich wollte heute eigentlich noch ein bisschen was schaffen. Wer vorhin gut aufgepasst hat, als ich die Ziele dieser Reise vorgestellt habe, dem ist vielleicht ein kleiner Filmfehler aufgefallen. Denn seit wann liegt das Berchtesgadener Land eigentlich in Österreich? Im Berchtesgadener Land, genauer gesagt an der Rossfeld-Panoramastraße, endete damals die Tour entlang der Deutschen Alpenstraße, die Kathi und ich 2021 gefahren sind. Zu diesem Zeitpunkt war meine Technik noch eine ganz andere, sodass die Aufnahmen der Tour aus heutiger Sicht nicht mehr ganz meinem persönlichen Standard entsprechen. Auch das Wetter war damals tendenziell eher mies. Als wir im Berchtesgadener Land ankamen, mussten wir eine kurze, regenfreie Phase nutzen, um die Rossfeld-Panoramastraße überhaupt in Ruhe fahren zu können. Alles in allem war ich damals weder mit dem Ende der Tour noch mit den Filmaufnahmen so wirklich zufrieden. Wenn ich also schon mal hier bin, möchte ich die Zeit auch dafür nutzen, um die Rossfeld-Panoramastraße im Sonnenschein zu fahren und vor allem eine ganz bestimmte Drohnenaufnahme nachzufilmen, die mir damals leider nicht gelungen ist.
Da ich ihn wegen seiner optischen Ähnlichkeit zu einem norwegischen Fjord sehr schön finde, pausiere ich mittags kurz am Königssee. Die jährlich rund 600.000 Besucher können von hier aus entspannt mit den Schiffchen über den See unter anderem zur Kirche St. Bartholomä schippern und von dort aus die Berge erkunden. Ich hingegen bleibe an Land und teste meinen Polfilter. Da rund um den See keine Landwirtschaft betrieben wird und alle Schiffe elektrisch fahren, ist der Königssee einer der saubersten Seen Deutschlands. In Kombination mit einem Polfilter, der die Lichtspiegelung auf der Wasseroberfläche reduziert, bin ich hier den Forellen auf der Spur. Übrigens, wusstet ihr, dass seit 1964 ein VW Käfer auf dem Grund des Königssees liegt? Ein Fahrer wollte damals im Winter über den gefrorenen See fahren, brach allerdings im Eis ein. Und weil der Wagen jetzt im Nationalpark auf Grund liegt, durfte er bisher nicht entfernt werden. Leiht euch also ein Paddelboot aus, packt den Polfilter ein und geht auf die Suche. Aber nicht nur das, erinnert ihr euch noch an den Ticketautomaten, den wir 2021 schon im Film zur Deutschen Alpenstraße kommentiert hatten? Ein Ticketautomat nur für Motorräder. Ist ja süß mit den Parkbuchten hier, aber allein schon mein Motor ist so breit wie die Parkbucht. Ja, bei dir passt's. Wie gesagt, mit den Stutzbügeln, das ist schon alles ausgefüllt. An dieser Stelle mal eine Frage an die Pappnasen, die auf die grandiose Idee der Parkscheine für Motorräder gekommen sind. Wo zum Geier sollen wir die bitte anbringen? Mit dem Scheibenwischer an die Frontscheibe pinnen? Aufs Armaturenbrett legen? Im Seitenfenster einklemmen? Heute, 3 Jahre später und mit deutlich mehr Weisheit in Form von grauen Haaren auf dem Kopf, habe ich endlich einen Ort für das Ticket. Die Lenkertasche. Vom Königssee sind es dann bloß noch 10 Kilometer bis zur Rossfeld-Panoramastraße, für die ich ja eigentlich hier bin. Da bin ich ja mal gespannt, was der Spaß mittlerweile kostet. Ich meine, damals waren es noch um die 8 Euro. 5,50? Okay, entweder habe ich es falsch im Kopf oder ihr seid günstiger geworden. Letzteres kann ich mir ja kaum vorstellen. An dieser Stelle habt ihr sicherlich alle nochmal schnell in den Film zur Deutschen Alpenstraße reingeschaut, oder? Diese Aufnahme kommt euch daher sicher bekannt vor. Blick zum Kehlsteinhaus. Kathi sieht's nicht. Ja, wie wär's denn mit dem Haus da oben auf dem Berg? Da ganz oben, auf dem allerletzten Berg. Ah, also doch da. Ja, Okay. Natürlich. Das ist auf 1800 Meter. Das ist bestimmt nicht da vorne auf dem kleinen Hügel. Doof Nuss. Versuch du mal 1000 Meter in die Höhe zu schätzen. Tja, Kathi, was soll ich sagen? Genau das habe ich gemacht. Später bin ich von der Rossfeld-Panoramastraße aus nämlich mit der Drohne in Richtung des von dort knapp 2 Kilometer entfernten Kehlsteinhauses gestartet. Genauso besonders wie seine Lage ist die Geschichte des Hauses. Obwohl nur für Hitler erbaut, hat er es doch so gut wie nie benutzt. Heute steht das Kehlsteinhaus nur deswegen noch, weil britische Bomber erst zu blöd zum Treffen waren und die Amerikaner es später lieber als Quartier nutzten, anstatt es zu sprengen. Ganz dorthin geschafft habe ich es an dem Tag aber nicht. Gegenwind und so. Da die Flugbedingungen heute aber optimal sind und ich mittlerweile eine deutlich leistungsstärkere Drohne fliege, will ich nochmal mein Glück versuchen. Von der Rossfeld-Panoramastraße sind es zum Kehlsteinhaus 2,7 Kilometer reine Luftlinie, die Drohne muss also über 5 Kilometer Strecke und um die 800 Höhenmeter überwinden. Und heute schafft sie das auch. Ist doch mal ein Häuschen mit Aussicht. Und ich habe mit der Drohne die nochmal um einiges bessere Aussicht verglichen mit den anderen Besuchern. Und statt wie damals die Straße ab hier ohne jede Aussicht durch Regen fahren zu müssen, darf ich die zweite Hälfte der Rossfeld-Panoramastraße jetzt bei herrlichstem Sonnenschein genießen.
Die B999, wie die Rossfeld-Panoramastraße offiziell nummeriert ist mit 1570 Metern die höchste durchgehende Straße Deutschlands. Zwei Dinge machen sie dabei besonders. Zum einen verläuft ihr Scheitel ein kurzes Stück durch Österreich, ohne dass man davon etwas mitbekommt. Zum anderen ist sie aber auch nur 16 Kilometer lang. Tja, und im Grunde, wenn man es drauf anlegt, kann man die gesamte Rossfeld-Panoramastraße in unter 10 Minuten fahren. Ich glaube, deswegen knallen die hier auch alle so. Die wollen ihre persönliche Rundenzeit verbessern. Jetzt drehen sie um und fahren den ganzen Spuk wieder rauf. Muss jeder für sich selber wissen. Wer sich Zeit nimmt, der kann hier Stunden verbringen. Und das waren keine verschwendeten Stunden. Ich bin immer wieder gerne hier und komme bestimmt auch mal wieder. Auf dem Rückweg fahre ich über Salzburg und das Hochkönig-Massiv einen kleinen Schwenker nach Osten. Denn sprichwörtlich nur einen Steinwurf hinter der Schranke bin ich schon wieder zurück in Österreich. Und während mich der Weg ins Berchtesgadener Land hauptsächlich über schnurgerade Straßen durch das Steinerne Meer führte, sind die Straßen auf dem Rückweg immer wieder mit feinen Kurven gespickt. Freunde, meine Frage in die Runde. Ich bin mal auf euer Schwarmwissen angewiesen. Ich beobachte seit ein paar Tagen, seit ich in Österreich bin, Folgendes. Es gibt ständig wechselnde Tempolimits von 50 auf 60, auf 70, auf 80, 100. Und es gibt Leute, die ballern hier prinzipiell 10 mehr, als es erlaubt ist. So wie ich es zum Beispiel auch aus Deutschland kenne. Dann gibt es gleichzeitig aber auch Leute, die prinzipiell, egal wie hoch das Tempolimit ist, immer 20 km/h langsamer fahren. Gibt es hier in Österreich irgendeine Regel, die das vorschreibt? Was weiß ich, dass Fahranfänger und alte Leute weniger schnell fahren dürfen? Was weiß ich, ein 90-Jähriger darf, wo 80 ist, nur 60 fahren und jemand, der 18 ist und gerade den Führerschein gemacht hat, darf das ebenso nur? Wäre ich mal auf euren Input gespannt. Das ist eine vollkommen ernst gemeinte Frage. Ich habe nichts dergleichen im Internet recherchiert. Das ist einfach nur etwas, was ich hier beobachte. Die einen knallen, und zwar nicht von ungefähr, die knallen richtig. Und die anderen, ja, was die anderen machen, das ist schon fast nicht mehr langsam und gemütlich fahren. Das ist in Deutschland, würde ich sagen, das ist Nötigung. Von daher schreibt mal unten in die Kommentare, wenn ihr da irgendwas zu wisst, oder vielleicht seid ihr ja Österreicher und könnt das aus eigener Erfahrung kommentieren. Würde mich freuen. Na, das ist doch mal geiles Wetter. Also rauf auf den Hobel und hoch an den Höhepunkt dieser Tour, den Großglockner. Oh, wir. Und jetzt? Also ich habe mit viel Verkehr gerechnet, aber nicht mit komplettem Stillstand. Ja, krass. Ah, ich höre Glocken läuten. Die Dame an der Mautkasse sagte mir was von Almabtrieb. Das wäre ja cool. Und ich höre das da vorne läuten, da läuft was. Ich glaube, da kommen Kühe.
Was es nicht alles gibt. Da kommen ja noch mehr. Nach 13 Kilometern erreicht man mit den Serpentinen des Nassfelds den spannenden Teil der Straße. Über 14 Kurven schraubt man sich hier zum Fuscher Törl hinauf, der ersten Passhöhe auf 2400 Metern. Und oh boy, ist hier was los. Ich ging ursprünglich davon aus, hier in der Nebensaison unterwegs zu sein, aber wenn das hier die Nebensaison ist, wie sieht es dann erst in der Hauptsaison aus? Autos, Motorräder, Rennradfahrer, Mutti und Vati mit ihren E-Bikes auf Sonntagsausfahrt, alle durcheinander. Allerdings ist das Nassfeld noch gar nichts im Vergleich zur Edelweißspitze. Die Edelweißspitze ist der höchste Punkt der Großglockner Hochalpenstraße auf 2572 Metern mit einem Aussichtsturm, einem Restaurant und einem Bikers Point, wo über Auto- und Motorradrennen berichtet wird. Und der scheint Motorradfahrer magisch anzuziehen, denn wenn das Nassfeld schon wie eine gut befahrene Autobahn wirkte, ist die Edelweißspitze eine Autobahnraststätte zur Mittagszeit. Auf dem Weg nach oben steht man auf der alten Kopfsteinpflasterstraße regelmäßig im Stau. Ja, und jetzt? Und oben angekommen heißt es, herzlich willkommen im wilden Gewusel eines Ameisenbaus. Hier oben bekommt man wirklich ein gutes Gefühl dafür, dass die Großglockner Hochalpenstraße die höchste Passstraße Österreichs ist. Man fühlt sich wie auf dem Dach der Welt, bei gutem Wetter mit Blick auf bis zu 37 3000er und 19 Gletscher. Ich habe zu diesem Zeitpunkt allerdings erst gut die Hälfte der insgesamt 48 Kilometer langen Straße hinter mich gebracht. Mein nächstes Ziel ist der Namensgeber der Großglockner Hochalpenstraße, der sich aber noch hinter einer weiteren Passhöhe versteckt. Hinter dem Tunnel des Hochtors heißt das nächste Ziel Kaiser Franz Josefs Höhe. Und während ich mich auf teils verwirrte Autofahrer vor mir konzentrieren muss, könnt ihr im Gegensatz zu mir die phänomenale Aussicht genießen.
Die Großglockner Hochalpenstraße ist nicht wirklich schwer zu fahren und das merkt man. Kaum nähere ich mich der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, ist die Straße erneut zur Autobahn geworden. Aber hier gesellt sich noch ein anderes Verkehrsmittel zu den Autos, Motorrädern und Fahrrädern, Dutzende Reisebusse und Campervans. Also noch mehr los und die Parkplätze sind heillos überfüllt. Selbst für Motorräder ist kein Platz mehr zu finden. Ja. Ich drehe dann mal um und suche mir lieber eine ruhige Ecke, wo ich nochmal die Drohne starten lassen kann. Verzeiht mir diese Reaktion, aber wer mich kennt, der weiß, dass ich ein eher menschenscheuer Typ bin. Massenhaft Menschen an einem Ort? Nein, danke. Aber von oben sieht man eh mehr, zumindest dann, wenn sich der Großglockner nicht gerade in den Wolken versteckt. Das da hinten links, das ist er. Der Großglockner ist mit seinen 3798 Metern der höchste Berg Österreichs. Von seinem Gipfel kann man bei klarem Wetter über 200 Kilometer weit sehen. Und an seinem Hang schlängelt sich die Pasterze hinab, der mit 8 Kilometern längste Gletscher der östlichen Alpen. Spätestens seit der Tour durch Island wisst ihr ja, dass ich unterwegs gerne lokalen Sagen und Legenden lausche. Und der Sage nach ist der Großglockner der Wächter über einen in der Pasterze eingekerkerten Zauberer, der sich einen Jux daraus gemacht hat, die einst fruchtbaren Berge der Umgebung zu vergletschern. Direkt daneben, am Rand der Pasterze und am Ende der Stichstraße zum Großglockner, befindet sich die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Früher reichte die Pasterze bis hier heran und der Ort verdankt seinen Namen und seine Bebauung einem Besuch des Kaisers im Jahre 1856. Im Besucherzentrum kann man sich heute auf einer Aussichtsterrasse bewirten lassen oder Ausstellungen zum Berg besuchen. Ab hier drehe ich um und fahre die Hochalpenstraße wieder zurück. Zum einen bin ich nämlich fast an ihrem südlichen Ende angekommen und zum anderen möchte ich den Rat meines Gastgebers Norbert befolgen, die Straße unbedingt in beide Richtungen zu fahren. Denn je nachdem, ob man sie von Norden oder Süden fährt, findet man eine ganz andere Straße und ganz andere Perspektiven vor. Eine sogenannte 5B-Wetterlage mit umfangreichen Regenmengen sorgt seit dem 12. September 2024 in Teilen Europas für Hochwasser und Überschwemmungen. Am stärksten von den Niederschlägen betroffen sind Österreich, Tschechien und der Süden Polens. Problematisch für die sich einstellende Entwicklung ist das derzeit rekordwarme Mittelmeer. Unser 5B-Tief kann daher über dem Golf von Genua und der Adria besonders viel Wärme und Feuchtigkeit tanken, bevor es ins östliche Mittel- sowie nach Osteuropa vorstößt. Für unsere östlichen Nachbarn Österreich, Tschechien und Polen sind das in der Fläche besorgniserregende Mengen von 100 bis 150 Litern auf den Quadratmeter. Vor allem am Alpen-Nordhang sowie entlang der Sudeten mit Schwerpunkt Riesen- und Alfata-Gebirge kommen zusätzlich Staueffekte ins Spiel, die Mengen oder teils mehr als 300 Liter auf den Quadratmeter möglich machen. Das 5B-Tief hat inzwischen Tschechien, Österreich und Polen erreicht. In Obertauern sind bereits 45 bis 50 cm Schnee gefallen.
mitten im September. Ihr habt sicher alle in den Nachrichten gesehen, was ab Mitte September in den Alpen aufzog. Eine 5B-Wetterlage, die enorme Mengen Regen und in den Alpen auch Schnee mit sich brachte. Als der Wetterbericht jeden Tag größeres Unheil ankündigte, brach ich die Tour nach 4 sehr schönen Tagen ab und bin mit dem letzten halbwegs guten Wetter in Richtung Norden aufgebrochen. Und ich kann die Kommentare schon am Horizont sehen, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Mal ganz im Ernst, bei so einer Vorhersage wäre jeder von uns nach Hause gefahren. Und ich kam gerade noch rechtzeitig aus den Alpen raus, denn im Internet füllten sich die Foren bereits mit Hilferufen von gestrandeten Motorradfahrern, die weiter südlich bereits vom plötzlichen Wetterumschwung und sogar vom ersten Neuschnee überrascht wurden. So zum Beispiel hier am Stilfser Joch, das mit einem Mal zur Rodelbahn wurde. Ich hatte ja bereits angedeutet, dass die Tour nicht so gelaufen ist, wie sie eigentlich geplant war, denn eigentlich wollte ich von der Friedburg aus noch weitere Pässe anfahren und nicht nur diese 4. Aber das Leben ist das, was passiert, während du Pläne hast, und vom Schnee überrascht werden muss ich nicht nochmal, denn das habe ich in Schweden bereits selbst erlebt. Wenn euch in Zukunft mehr solcher Kurzreisen interessieren würden, dann schreibt mir euer Feedback doch gerne in die Kommentare. Nicht immer muss es die 4 Wochen Skandinavien-Expedition sein, eine kurze Tour durch ein deutsches Mittelgebirge hat ja auch ihren Reiz. Ich persönlich werde zwar wahrscheinlich immer ein Skandinavien-Fahrer bleiben, trotzdem machen diese kleinen Ausflüge in andere Regionen ja auch großen Spaß. Und die Alpen sind für mich persönlich auf dem Motorrad schon lange überfällig gewesen. Daher freue ich mich bereits auf die weiteren Abschnitte dieser Reise, nur wann ich sie fahren werde, das weiß ich noch nicht. Hoffentlich werde ich im kommenden Jahr genug Zeit finden, zumindest einen dieser Abschnitte zu fahren. Der nächste Film zur Reise durch die Alpen folgt dann im Anschluss. Wenn ihr die Routen aus diesem Film nachfahren wollt, dann findet ihr die Routendateien dazu ab sofort in meinem Shop. Nächstes Jahr schaue ich dann, ob ich die Tour durch die Dolomiten nachholen kann. Wenn ihr Tipps dazu habt, könnt ihr sie mir gerne in den Kommentaren dalassen. Ansonsten wisst ihr, was jetzt kommt. Ich danke euch wie immer fürs Mitfahren und bis zum nächsten Mal.